Satzklammern. Satzklammern benutzt du unter anderem bei Modalverben mit trennbaren Verben und dem Passiv. Was genau diese Satzklammern sind und warum du sie nur in Hauptsätzen anwenden musst, das erkläre ich dir in dem heutigen Video. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dein Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die Satzklammern. Was ist eine Satzklammer? Wie es der Name schon sagt, wir haben hier eine Klammer auf und eine Klammer zu, also zwei Dinge, und dann muss irgendetwas in der Mitte von diesen zwei Dingen stehen. Hier sind es in der Regel zwei Verben, die diese Klammer bilden, und das bedeutet, wir müssen alle anderen Informationen zwischen diese zwei Verben setzen. Wann und wie du das genau benutzen musst, erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von vielen Beispielen und meinem E-Book. Schauen wir uns hier ein paar Beispiele für Satzklammern an. Wie gerade erwähnt, nutzen wir Satzklammern mit Modalverben, mit dem Perfekt, dem Plusquamperfekt, mit dem Futur und mit allen Passivformen. Schauen wir uns als erstes hier mal noch ein Beispiel auch mit trennbaren Verben an, denn auch hier nutzen wir es. Ich räume heute die Wohnung auf. Also immer, wenn du das Verb trennen musst, geht dir der Präfix hier ans Ende, und auch das ist eine Satzklammer, denn es kommt alles andere dazwischen. Also alle Informationen, die nicht auf Position 1 stehen, kommen hier zwischen den konjugierten Teil vom Verb und dem Präfix. Alles steht dazwischen, also haben wir hier wieder die Klammer. Genauso bei Modalverben. Ich muss heute die Wohnung aufräumen. Hier Modalverb zweite Stelle und das Hauptverb am Ende. Auch im Perfekt kennst du das. Ich habe heute die Wohnung aufgeräumt. Plusquamperfekt. Ich hatte heute die Wohnung aufgeräumt. Auch im Futur. Ich werde heute die Wohnung aufräumen. Steht hier immer alles dazwischen. Und auch im Passiv. Die Wohnung wird heute von mir aufgeräumt. Also hier immer dasselbe Beispiel in allen möglichen Varianten mit einer Satzklammer. Das Ganze wird natürlich hauptsächlich in Hauptsätzen benutzt, da in einem Nebensatz das konjugierte Verb ja sowieso am Ende steht. Das ist vor allem bei den trennbaren Verben von Bedeutung, denn wenn das Verb sowie dessen Präfix am Ende steht, dann wird das Ganze natürlich nicht mehr voneinander getrennt, wie hier zum Beispiel, ich stehe früh auf, hier mit Satzklammer, also mit der Trennung, da es ein Hauptsatz ist und das Verb an der zweiten Stelle stehen muss. Und hier dasselbe Beispiel, ich gehe zeitig ins Bett, weil ich immer früh aufstehe. Hier keine Satzklammer, denn hier steht das Verb ja auch am Ende und dann wird es auch wieder zusammengeschrieben, zusammen mit dem Präfix. So, du siehst, Satzklammern hört sich kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Falls du trotzdem noch Fragen hast, dann schreib bitte einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen zur nächsten Unterrichtsstunde. Da erkläre ich dir nämlich, wie sich die Wortstellung, also der Satzbau, in Hauptsätzen und Nebensätzen unterscheidet.